Heute geht es um ein Thema, das vielen von euch unter der Haut brennt. Hochsensibilität und Depression. Wie hängt das eigentlich zusammen? Und was kannst du tun, wenn du beides in dir trägst? In diesem Video erfährst du, was Hochsensibilität wirklich bedeutet, warum HSPs, also Highly Sensitive Personalities, ein hohes Risiko für Depressionen haben, wie Kindheitstrauma eine Rolle spielen kann und was du tun kannst, um dich zu schützen und zu stärken. Hi, herzlich willkommen bei Neurotalk, dein Schlüssel zu dir selbst und zu deinen Talenten. Ich bin Alice Mustier, Mentorin für hochsensible und neurodivergente Menschen. Was bedeutet Hochsensibilität überhaupt? Der Begriff hochsensible, Highly Sensitive Personality, also HSP, stammt von der amerikanischen Psychologin Ellen Aron. Sie hat ihn 1996 geprägt und es ist kein medizinischer Begriff und es ist auch kein ICD-Code oder Diagnose, aber viele Menschen erkennen sich darin wieder. Schätzungsweise 15% sind nach Arons Studie hochsensibel. Also ob jetzt 15% wirklich der Realität entspricht, darauf bin ich ja schon in meinem Video Autismus und Co. einen Überblick über Neurodiversität eingegangen. Aber was bedeutet HSP überhaupt? Sie nehmen mehr wahr, intensiver, tiefer, schneller. Also Geräusche, Licht, Gerüche, Emotionen zwischen den Zeilen. Alles wird eben ungefiltert eingezogen. Und das kann eben schnell auch zu viel werden. Reizüberflutung und was daraus werden kann. Wahrscheinlich kennst du diese Situation allzu gut, denn wahrscheinlich hättest du sonst nicht auf dieses Video geklickt. Stell dir vor, du bist in einem Raum. 10 Menschen reden gleichzeitig. Das Licht ist grell, irgendwo summt ein Kühlschrank, jemand ist schlecht gelaunt und du fühlst alles sofort. Für viele HSPs ist das Alltag. Wenn es zu viel wird, kommt es zur Überforderung, zur Reizüberflutung und irgendwann eben auch zur Erschöpfung, zum Rückzug oder im schlimmen Fall auch zur Depression. Denn wenn du ständig unter Druck stehst, dich ständig anpasst, ständig alles aufnimmst und dich gar nicht abgrenzen kannst und sagen kannst, so heute geschlossen, dann kann das echt krank machen. Aber Hochsensibilität ist eben keine Krankheit, aber eben ein Risikofaktor. Wissenschaftlich gilt, Hochsensibilität ist keine psychische Störung, aber sie kann eben das Risiko für eine psychische Krankheit erhöhen. Laut Studien, zum Beispiel Greven von 2019 oder Liss von 2005, sind hochsensible Menschen anfälliger für Depressionen, Ängste oder emotionale Erschöpfung, wenn eben ihre Umgebung nicht passt und auch wenn sie selbst nicht gelernt haben, sich ernst zu nehmen und sich abzugrenzen. Jetzt zur Kindheit, Prägung und das Vergessen der eigenen Bedürfnisse. In meinem Coaching kam immer wieder auf, dass meine Coaches eben Kinder von psychisch kranken Eltern waren oder Kinder von Alkoholikereltern oder ihre Eltern oder auch Großeltern waren Flüchtlingskinder aus dem ehemaligen Osten und da waren häufig transgenerationale Traumatisierung mit im Spiel. Und weil ich solche Geschichten bei meinen Coaches immer wieder gehört habe, hatte ich 2020 dann die Motivation, ein Theaterstück darüber zu schreiben. Der grüne Weg der Hoffnung. Dazu verlinke ich übrigens auch unten oder am Ende meines Videos. Und was hat das mit Hochsensibilität zu tun, fragst du dich jetzt vielleicht. In solchen schwierigen Situationen war das eigene Überleben als Kind immer davon abhängig, wie es der Mutter oder dem Vater geht. Also passt man sich an, setzt seine eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund, traut sich vielleicht auch gar nicht die eigenen Bedürfnisse überhaupt zu zeigen, weil man eben Angst hat, seine Eltern zu überfordern. Man liest Stimmungen schon von den Gesichtern ab, bevor überhaupt irgendwas gesagt wurde. Man wird vielleicht vorsichtig
Und manchmal funktioniert man auch einfach nur noch, statt selber zu fühlen. Und irgendwann weiß man eben gar nicht mehr, was man eigentlich braucht oder fühlt. Und da fragst du dich vielleicht, was hilft, was heilt? Also ich begleite seit über 10 Jahren hochsensible Menschen. Und das, was häufig geholfen hat, war Nein zu sagen. Ja zu sich selbst, Grenzen zu setzen, die eigenen Gefühle zuzulassen und sich nicht dafür zu schämen und vor allem Gefühle auch wie Wut, Zorn oder auch Hass. Vor allem aber eben auch zu seinem Anderssein zu stehen. Und falls du übrigens Allergien hast, das hat auch ganz viel mit Grenzen setzen zu tun. Aber darauf gehe ich nochmal in einem anderen Video ein. Das Wichtige ist, du darfst still sein. Du darfst viel fühlen. Du darfst auch wütend sein. Und du darfst auch anders sein. Aber du darfst dich eben auch schützen. Du darfst auch mal Nein sagen, dich abgrenzen. Du bist nicht falsch oder schlecht, wenn du Nein sagst. Aber jetzt nochmal mehr in die Tiefe. Was hat Hochsensibilität mit Depression zu tun? Oft ist es eben nicht nur die Hochsensibilität, sondern das Zusammenspiel. Die Umwelt, die Kindheit, die fehlende Sprache für sein eigenes Innenleben als Kind eben, die Reizüberflutung, die Selbstverleugnung und irgendwann ist da halt auch nur noch Leere. Alles erscheint irgendwie grau, irreal, weit weg. Irgendwann hast du das Gefühl, nicht mehr Teil deines eigenen Lebens zu sein, sondern nur noch ein neutraler Zuschauer. Aber genau da eben beginnt die Heilung, indem du dich selbst wieder spürst, aber eben nicht, indem du dich ritzt oder deinen Kopf gegen die Wand schlägst, denn das führt zu nichts, also im schlimmsten Fall nur zu einem Schlaganfall oder einer Gehirnblutung, sondern indem du dich ernst nimmst, deine eigenen Grenzen ernst nimmst, indem du für dich da bist und eben nicht immer nur für andere, indem du sagst, das bin ich und ich gehe meinen Weg, meinen ganz eigenen, ganz egal, was die anderen sagen. Wenn du dich in meinen Worten wiedererkennst, dann ist das hier genau der richtige Ort für dich. Denn hier darfst du so sein, wie du bist. Und wenn du dich hier wohlfühlst, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Denn hier geht es um dich, um dein Empfinden und darum, wie du damit leben und sogar wachsen und blühen kannst. Denn Hochsensibilität ist keine Schwäche. Es ist nichts Falsches. Es kann sogar eine enorme Stärke sein, wenn du sie so wahrnimmst und nutzt. Also abonniere unten meinen Kanal und ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Bis bald hier im Neurotalk und pass auf dich auf. Sei gütig mit dir selbst, denn du kannst nur für andere da sein, wenn es dir selbst gut geht. Schön, dass du da bist.